In dieser Folge sind wir nach wie vor im Bundesstaat Utah. Hier dürfen wir auf kleinen Wanderungen die Naturbögen und Steinformationen des Arches National Parks bestaunen, bevor es für uns auf einen scheinbar anderen Planeten geht. Arches National Park, Timed Entry. In einer Minute geht's los. Hintergrund hinter dem ganzen Stress machen ist, dass uns jetzt schon mehrfach gesagt wurde, dass immer zum 1. Januar die Campingplätze auf den Nationalparks freigeschaltet werden zum Buchen und dass die Amerikaner dann vorm PC sitzen und schnell buchen. Und deshalb wissen wir jetzt nicht, wie voll es morgen ist. Hier, 18. Morgen ist 18, oder? Mhm. Sieht noch gut aus. Schaut 61. Oh, da um 8 Uhr sind schon über 10 Plätze weg, obwohl es gerade erst 6 umgeschaltet hat. Nehmen wir 7 bis 8. Ja, dann ist es noch gut mit Rio. Ja. Weil Rio natürlich nicht auf den Wegen unterwegs sein darf und im Arch ist es sogar noch strenger. Er darf nur auf dem Parkplatz sein oder auf der Straße und sonst gibt es keinen Weg, wo Rio raus darf aus dem Auto. So, wir haben jetzt unseren Platz bekommen. Wir dürfen zwischen 7 und 8 reinfahren und ja, wie gesagt, es hat $2 gekostet. Man könnte die Kosten auch vermeiden, wenn man vor 7 Uhr oder nach 4 Uhr nachmittags in den Park fährt. Da muss man keinen Timeslot buchen. Aber da wir jetzt noch knapp, 30 Kilometer davor stehen, wird es morgen einfach sonst zu sportlich, vor 7 in den Park zu fahren. Und damit verabschieden wir uns in den Abend und sehen uns morgen im Arches National Park. Guten Morgen. Es ist jetzt 5 nach 6 und wir sind vor 15 Minuten aufgestanden, weil wir uns jetzt auf den Weg machen zum Arches National Park, bevor es zu heiß wird. Wir haben ja den Timeslot gebucht, wie ihr wisst. Und Tobi geht gerade mit Rio. Ich habe das Auto fertig gemacht, dann können wir gleich losziehen. Die erste Wanderung wird 5 Kilometer sein und da wir in dem Park Rio nicht mitnehmen dürfen, muss er eben im Auto bleiben. Oh, da kommt er schon. Hallo. Ja, genau. Und deswegen ziehen wir so früh los und wir sind gespannt, wie viele Arches wir überhaupt dort sehen werden und welchen genau wir uns anschauen werden. Bist du bereit zum Wandern? Ich habe nämlich schon in die Richtung vom Arches National Park geschaut. Es schaut so aus, als ob es, wenn dann davor regnet oder im Park regnet. Echt jetzt? Ja, da hinten ist eine Regenwolke und alles dicht bewölkt. Oh. Also wir haben das perfekte Wetter. Da hinten sieht man den Regen und hier auf der Scheibe haben wir auch einzelne Tropfen. Das ist verrückt. Wir stehen jetzt schon in einer langen Schlange hier beim Einlass. Und es ist vor 7. Und hinter uns ist die Schlange auch nicht kleiner. Da ist ein Arch. Ich habe den ersten gefunden, wir können umdrehen. Es geht jetzt los für uns und der Parkplatz ist gut voll, deswegen packen wir zusammen und beeilen uns. Wir sind jetzt unterwegs und ich habe gelesen, dass es in dem Park sonst über 2 Millionen Besucher im Jahr gibt. Und deswegen sind diese Zeitstempel eingeführt worden. Ja, und der Parkplatz war ja jetzt schon gut voll. Und wenn man dahinter mal schaut, laufen schon einige vor uns da dahin, hoch. Ja.
Rios Heim. Die Hundehütte. Die Hundehütte. Bei dem anderen steht noch ein Tisch drin, das ist bestimmt Massivholz. Ich muss sagen, es war super, super schön. Es ist super, super voll. Gut, dass wir es so früh gemacht haben, weil wenn die Sonne rauskommt, gerade ist sie wieder hinter den Wolken, ist es richtig, richtig dampfig schon. Und es ist 9 Uhr. Ja, jetzt gehen wir zurück zum Auto, gehen mit Rio eine Runde, fahren zu den nächsten Arches und machen die dann einzeln, damit er nicht alleine im Auto ist. So, für mich geht es jetzt alleine zum Sand Dune Arch Trail. Tobi und Rio sind hier hinten im Auto, man sieht es vielleicht. Dadurch, dass wir Rio jetzt bei dem Wetter schon nicht mehr alleine lassen möchten. Ich glaube, es würde zwar noch gehen, aber wir haben entschieden, dass wir es nicht möchten. Deswegen machen wir es jetzt nacheinander. Das sind, glaube ich, nur 600 Meter oder so. Das ist schon beeindruckend, dass man hier so durchgeht. Der Weg ist zwar kurz, aber man geht durch knöchelhohen Sand. Macht es doch ein bisschen anstrengend, aber natürlich nicht viel. Das war jetzt die vorletzte Sehenswürdigkeit, die wir hier gemacht haben, der Viewpoint. Jetzt geht es noch zum Double Arch und dann geht es für uns nach Moab zum Wasser auffüllen, einkaufen und Burger essen. Und man glaubt es kaum, aber mich zumindest stressen oft die Nationalparks hier drüben, weil man darf den Hund nicht mitnehmen. Da muss man immer schauen vorher, wann man und zu welcher Uhrzeit man was macht, was darf man machen, wo darf der Hund mit und so weiter. Dann ist wieder sau viel los. Und ja, irgendwie genieße ich da doch eher das BLM-Land, wo man dann in the middle of nowhere irgendwo steht oder so. Was ist BLM? Vielleicht? BLM, das ist das Public Land, wo man offiziell campen darf. Genau, das gehört praktisch der Allgemeinheit und jeder darf drauf. Du sollst es natürlich sauber verlassen. Und beim Valley of Gods war es zum Beispiel so, dass du überall hinfahren, also du darfst da drauf fahren und darfst dort campen, wo ein Platz ist. Also keine neuen Spuren ins Gelände reinziehen. Und das ist einfach genial und ganz ehrlich, Valley of Gods, das war ein Highlight der Reise bis jetzt, weil es einfach, die Umgebung war einfach einmalig und es ist halt wirklich entspannt. Genau, das bevorzugt vor allem ich, glaube ich, Sarah ein bisschen wahrscheinlich. Ja, auch. Aber das bevorzugen wir einfach als sowas, obwohl es, man muss sagen, die Nationalparks sind ein wirklich Hammer hier von der Sehenswürdigkeit. Muss man ganz ehrlich sagen. Nachdem es nur 0,8 Meilen hin und zurück sind, gehen wir jetzt ganz schnell zusammen und dann geht's weiter.
In dem Park hier gibt es über 2000 Arches, die katalogisiert sind, und es gibt bestimmt noch zahlreiche Unbekannte, die erst noch entdeckt werden müssen. Und jetzt sind wir am Arch angekommen. Im Verhältnis sieht man, wie klein die Menschen sind zu den Bögen. Wir sind jetzt gestern nach dem Nationalpark noch hierher gefahren. Das hier ist Public Land, also BLM Land, wo man kostenfrei auch stehen darf wieder. Und mit diesem Platz sind wir nah an dem Canyonlands National Park, den wir dann morgen noch machen werden, bevor es dann wieder für uns, bevor wir dann wieder ein bisschen mehr Strecke machen, um weiter Utah zu erkunden. Wir sind auf dem Weg zum Canyonlands Nationalpark und wir stehen jetzt, ich glaube, eine Meile Ungefähr. Eine Meile vorher schon im Stau für den Eintritt. Und ja, es ist Samstag, wir sind natürlich nicht früh dran. Ja, keine Ahnung, ob wir den machen sollen oder nicht, ob sich das rentiert, da ewig anzustehen. Vor allem dann haben wir auch das Problem mit dem Parkplatz, Rio darf eh nicht mit. Müssen wir mal überlegen. Ja, wir haben jetzt bis jetzt 0,1 Meile geschafft. Und Aber die wollen ja auch noch alle vor uns einen Parkplatz. ja, und wenn die Parkplätze so groß sind wie beim Arches National Park, dann haben wir keine Chance, Parkplatz zu finden. So, wir haben uns jetzt dazu entschieden, dass wir umdrehen werden und stattdessen den Dead Horse State Park machen. Der kostet zwar was, weil wir da keinen Jahrespass haben, aber da darf Rio mit auf die Wanderung. Und ich denke mal, das macht dann eindeutig mehr Sinn, als jetzt hier im Stau zu stehen, dann wahrscheinlich für die Parkplätze wieder anzustehen. Und ja, heißt, wir drehen um und dann geht's weiter. Wir waren jetzt gerade bei der Eingangsstation und es kostet $20 der Eintritt. Normalerweise kosten die State Parks $10. 10 bis 15. Oder Manche. 10 bis 15. Aber für das, was ich gesehen habe, dass da eigentlich nur so 2 Lookouts sind und so kurze Wanderwege, muss ich sagen, ist es mir das nicht wert. Ja. Wir dachten halt, wir können viel mehr machen mit Rio, dass wir Ja. richtig wandern können. Deswegen müssen wir jetzt mal schauen, dann fahren wir jetzt halt ohne die zu machen. Es kommt noch eh so viel. Aber ja, ist natürlich ein bisschen schade und traurig, aber ja, Ist halt so. es ist so, wie es ist. Wir haben gelernt, Nationalparks, egal welcher es ist, egal wie bekannt, nicht am Wochenende machen. So ist es. Man lernt ja immer dazu. Genau, das heißt, wir schauen mal, wie wir jetzt planen und dann geht's wieder weiter. Ja.
So, nachdem jetzt der State Park und der Nationalpark nicht geklappt haben für uns, sind wir weitergefahren und zwar Richtung Westen und sind jetzt gerade auf einem anderen Planeten gelandet. Und zwar sind wir bei der Mars Research Station hier in Utah. Da hinten sieht man auch schon das kleine Mars-Gebäude. Und ja, wenn man Glück hat, sieht man Astronauten hier bei der Arbeit. Bis jetzt schaut es ziemlich leer aus. Aber wir schauen einfach mal, ob wir Glück haben. Ach so, und die Straße hier, die war richtig cool. Und ja, ein, zwei Stellen waren ein bisschen tricky mit Sven, aber im Großen und Ganzen auch ziemlich einfach. Weil er fährt und fährt und fährt und ist unverwüstlich. Naja, meistens. Und ja, hat auf jeden Fall Spaß gemacht, hierher zu fahren. Ja, es windet ganz dezent. Manchmal finden hier auch noch Übungen von Astronauten statt, aber heute nicht. Aber wir vermuten, weil heute Samstag ist, wie ihr wisst, deswegen haben wir die Parks ja nicht gemacht, dass heute wahrscheinlich alle frei haben. Und ja, wir fahren jetzt unseren Nachtplatz an. Wir hatten eigentlich einen schönen an so einer Kante ein bisschen, an so einer Klippe, Klippe ist es auch nicht, wie heißt das denn, an so einem Canyon eigentlich gesucht. Aber da hinten ist es richtig dunkel und der Wind ist ja hier schon so stark, dass wir uns jetzt umentschieden haben und einen anderen rausgesucht haben. Hier testen wir gerade unsere nicht vorhandene Bodenfreiheit und unseren nicht vorhandenen Allrad. Die Strecke hier ist fast das größere Highlight als die Marsstation, weil es echt eine halbe Offroad-Strecke ist. Also es fahren auch überwiegend Geländewagen, wenn man sie hier sieht. Und wir. Wir sind doch Geländewagen. Natürlich. Und hier sieht man schon einen kleinen Teil. Sieht man's? Ich glaube nicht. Ja, ich bin froh, dass ich Und war die Strecke gut oder nicht? Also ich fand sie ziemlich geil und die Sarah? Mega schön. Richtig coole Strecke. So, nachdem gestern dann doch ein kleines Unwetter im Gebiet war, wo wir hin wollten, sind wir jetzt weitergefahren, aber nur circa 10 Meilen und haben einen Platz relativ nah an der Straße genommen. Und wie sich herausstellt, ist es ein Platz, wo die Leute hier mit ihren Motocross-Maschinen die Berge im Hintergrund hochfahren. Und das ist schon ganz cool zu sehen. Das zeigen wir euch jetzt. Wir haben uns schon des Öfteren gefragt, wo die Leute mit ihren Motocross-Maschinen oder Geländebuggies fahren. Insbesondere letzteres sieht man hier doch recht häufig. Jetzt haben wir auch die Antwort. Unser Schlafplatz befindet sich nämlich in einer OHV-Area, welche offiziell dafür ausgeschrieben ist. Und das Beste, man kann ohne Probleme auch campen. Da hätte ich wirklich gerne eine kleine Geländemaschine dabei und könnte auch selber ein paar Runden drehen. Am Sonntagvormittag haben wir allerdings schon gemerkt, dass die Locals ihre 7 Sachen packen und dann hatten wir den ganzen Bereich mehr oder weniger für uns alleine. Nur ab und zu ist vereinzelt noch jemand mit einem Buggy oder Geländewagen rumgefahren. Insbesondere ich fand es ganz cool, die ganzen Motocross-Maschinen und Geländebuggies zu sehen, so als Abwechslung zur Natur pur.
Ja, mit Rio. Geh hoch. Wir haben zwar die Mars Research Station verlassen und die Landschaft hat sich auch etwas verändert. Sie ähnelt in unserer Vorstellung jetzt nicht mehr dem Mars, sondern eher dem Mond. Die oberste Schicht des Bodens ist hart, aber sobald man diese aufbricht, ist es pulverähnlicher Sand, der von vielen Reifenspuren durchzogen wurde. Die ganze Landschaft schaut etwas surreal für uns aus. Gerade waren wir noch im Arches National Park mit roten Felsen, dann auf dem Mars und jetzt in einer grauen Landschaft, die wie der Mond ausschaut. Wir genießen die unbeschwerte Zeit hier und freuen uns auf die neuen Erlebnisse, die auf uns in Utah warten. Vielen Dank fürs Anschauen von unserem Video und wir freuen uns über deine Unterstützung mit einem Abo, Like und Kommentar. Und ja, wir sehen uns nächste Woche wieder, wenn es für uns in Utah weitergeht. Bis dann!